Frau Baerbock, Ricarda Lang hat gesagt, es braucht neue Gesichter nach dieser Erfahrung der Grünen in 3 Ostwahlen. Haben Sie sich eigentlich auch selber angesprochen gefühlt? Weil Sie sind das Gesicht gemeinsam mit Robert Habeck der Grünen in dieser Bundesregierung. Frau Baerbock, in einer Demokratie muss man ja für seine Haltung Mehrheiten auch von Wählern überzeugen. Sie wohnen in Potsdam, Ihr Wahlkreis ist dort, Brandenburg hat gewählt am Sonntag. Die Grünen sind aus dem Landtag geflogen. Omid Nuripur und Ricarda Lang sind heute deshalb auch mit Bezug auf diese Ostwahlen zurückgetreten. Haben Sie das Gefühl, dass die Art und Weise, wie die Grünen mit dem Thema Krieg umgehen, auch dazu beigetragen hat, dass eben doch eine so große Mehrheit gesagt hat, die wählen wir nicht? Nein, ganz und gar nicht. Und vielleicht kann man das an einer kleinen, man könnte denken, es ist eine Nuance, aber daran kann man das, glaube ich, sehen, dass die Frage von Haltung bei so zentralen Fragen, wie stehen wir für die Sicherheit nicht nur der Ukraine, sondern unseres Europas und damit auch der Bundesrepublik Deutschland ein, eine ist, die nicht für schnelle Überschriften oder plakative Maßnahmen kurz im Wahlkampf zentral ist. Wir haben bei der SPD in Brandenburg erlebt, dass sie auf die Frage, weil man könnte meinen, das haben ja manche Parteien gedacht, dass wenn man sagt, man stellt die Hilfe für die Ukraine ein, dann könnte man auch Landtagswahlen gewinnen, weil 2 Parteien leider genau das die ganze Zeit einfordern und auch russische Narrative in Deutschland maximal verbreiten, gegen unsere eigene deutsche Sicherheit im Übrigen gerichtet, hat die Brandenburger SPD im Wahlkampf erst gesagt, bei der Ukraine-Unterstützung, da würden sie sich neutral verhalten. Kurz vor der Wahl in der Fernsehsendung hat dann der Ministerpräsident Brandenburgs deutlich gemacht, nein, er steht als Ministerpräsident, seine Partei steht weiter für die Ukraine-Unterstützung. Weil auch in so einer aufgeheizten Stimmung im Wahlkampf, und ich war selber in Brandenburg überall unterwegs, natürlich haben mich da viele Menschen genau die Frage, die ich gerade angesprochen habe, diskutiert. Frau Baerbock, wäre es nicht vielleicht sinnvoll, erstmal keine Waffen mehr zu liefern? Aber wenn man dann in dieses direkte Gespräch reingeht und genau die Frage stellt, würden Sie ruhiger schlafen, wenn wir wirklich morgen sagen, wir leisten keine Luftverteidigung mehr und wir sehen dann aus Brandenburg heraus, 7 Autostunden von Potsdam selber entfernt, wie die russischen Truppen weiter vormarschieren, wie noch mehr Schulen, Krankenhäuser zerstört werden, würden Sie dann ruhiger schlafen? Und wenn man in solche Gespräche in Ruhe reinkommt und nicht nur über TikTok miteinander kommuniziert oder über Social Media, dann gibt es ganz, ganz viele Menschen, die auch offensichtlich nicht Grün gewählt haben, aber die sagen, na ja, da muss man wirklich tiefgehend drüber nachdenken. Und das ist für mich das wichtige Werben, dass wir gerade in dieser aufgeheizten Stimmung immer wieder, gerade wenn die Emotionen sehr hochschlagen, einen kühlen Kopf bewahren und nicht aktionistisch plötzlich sagen, wir gefährden unsere eigene Sicherheit, weil wir glauben, dass das gerade der gesellschaftlichen Stimmung entspricht. Frau Baerbock, Ricarda Lang hat gesagt, es braucht neue Gesichter nach dieser Erfahrung der Grünen in 3 Ostwahlen. Haben Sie sich eigentlich auch selber angesprochen gefühlt? Weil Sie sind das Gesicht gemeinsam mit Robert Habeck der Grünen in dieser Bundesregierung. Wir haben uns natürlich nicht erst nach der Brandenburg-Wahl, sondern über den ganzen Sommer und auch in den Monaten davor immer wieder alle selbst gefragt. Und ich glaube, Selbstreflexion und auch Selbstkritik, das mag ein bisschen aus der Mode gekommen sein, aber das ist keine Schwäche, sondern es ist eine Stärke, sich immer wieder selbst zu reflektieren. Warum können wir in diesen Zeiten, wo es offensichtlich um so fundamentale Fragen geht, bei nicht mehr den Menschen das Vertrauen gewinnen, wie wir das vielleicht noch vor 1,5 Jahren konnten? Aber was mich wahnsinnig umtreibt, Ricarda Lang ist, wenn wir und Nuripur und nicht Sie. Also das ist einfach etwas, was hier diskutiert wird in Deutschland. Deswegen muss ich Sie das fragen. Ja, weil wir als Partei gemeinsam reflektiert haben und die beiden Parteivorsitzenden gesagt haben, dass wir mit Blick auf Wahlkämpfe, und es ging ja um Wahlen in den ostdeutschen Bundesländern und auch mit dem Bundestagswahlkampf, dass wir offensichtlich mit der Art und Weise, wie wir diese Wahlkämpfe geführt haben, eben die Menschen nicht erreichen können. Und wenn Sie da einmal tiefer reinschauen, es tut mir leid, aber in diesen krisenhaften Zeiten können wir, glaube ich, Probleme nicht lösen, wenn wir nur in Schlagzeilen diskutieren. Deswegen würde ich gerne einmal tiefer herein
hineinschauen, Bitte. wenn Sie die Umfragen anschauen, die längerfristig gehen, dann ist ja die Frage von, sollen wir die Ukraine weiter unterstützen? Sollen wir für die Sicherheit Deutschlands einstehen, für die Sicherheit Europa einstehen? Ist die große Mehrheit in unserem Land natürlich dafür. Wenn die Fragen so gestellt werden, und deswegen hadere ich immer mit diesen schnellen Meinungsumfragen, weil es immer darauf ankommt, wie stellt man eine Frage. Wenn man die Frage stellt, finden Sie es gut, dass Waffen geliefert werden? Einfach so plakativ allgemein. Per se würde ich auch lieber andere Dinge tun als Waffen liefern. Aber wenn die Alternative mit abgefragt würde, zu fragen, wollen wir zum Schutz der Ukraine, weil ansonsten viele Menschen ums Leben kommen, oder zum Schutz für uns selbst, weil ansonsten die russischen Truppen bis nach Polen vormarschieren, so wollen wir dann weiter der Ukraine bei der Selbstverteidigung helfen? Dann sagen viele Menschen, natürlich müssen wir das. Aber offensichtlich haben auch wir Grünen es nicht geschafft, deswegen Selbstreflexion und Selbstkritik, dass wir in diese tiefer gehenden Gespräche überhaupt hineinkommen. Und das haben wir gemeinsam als Partei reflektiert. Und unsere Parteivorsitzenden haben gesagt, deswegen wollen wir für den Bundestagswahlkampf uns anders aufstellen als für die letzten Landtagswahlkämpfe. Und in diesen Schritt, wie gesagt, der meinen großen Respekt bedeutet von meiner Seite, sind diesen Schritt gegangen. Und wir werden jetzt als Partei gemeinsam, vor allen Dingen in großer Unterstützung auch von Robert Habeck als Team, weitere Fragen mit Blick auf unseren Parteitag, der ansteht, strategische Fragen, inhaltliche Fragen in Ruhe, und zwar als Team vorbereiten. Ich muss Ihnen trotzdem eine letzte Frage stellen. Die ist plakativ. Sorry, ist Robert Habeck, an dem das Heizungsgesetz hängt, das viele einfach mit dem Unvermögen zu regieren verbinden, der richtige Kandidat, um in diese Bundestagswahl zu gehen? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und sorry to say, ja, ich bin hier im englischen Diskurs noch unterwegs. Ja, aber ich bin wirklich selber ja auch in den Situationen, wo immer alle schnell mit einer Meinung unterwegs sind. Ja. In diesen Zeiten, ehrlich gesagt, ein bisschen irritiert davon, dass man sagt, okay, Leute gestehen ein und sagen, das mit dem Heizungsgesetz, das hätten wir erstens anders kommunizieren sollen. Da sollten wir uns auch nochmal zurückerinnern, ja, dass ein Gesetz, was noch gar nicht fertig geschrieben war, schon als fertiges Gesetz. Aber das ist der eine Teil. Auch wieder, da müssen wir fragen, wie kommunizieren wir eigentlich? Ja. Aber wenn jemand sagt, hey, das hätten wir ein bisschen klarer und anders vorbereitet machen sollen, dass man dann nicht sagt, super, Einsicht ist hervorragend, sondern dass wir dann immer wieder in diesen Reflex verfallen, gerade wenn Leute selbstkritisch reflektieren, dass man noch weiter drauf rumreitet, das ist vollkommen legitim, natürlich für alle in der Gesellschaft. Aber ich glaube, dass es eine falsche Strategie ist, dann zu sagen, okay, und jetzt mal der Nächste und jetzt mal der Nächste und jetzt mal der Nächste. Es geht um Vertrauen, es geht um Verlässlichkeit. Robert Habeck hat deutlich gemacht, als Wirtschaftsminister in einer der schwierigsten Zeiten, gerade aufgrund unserer Abhängigkeit von Russland bei Energiefragen, dass er in der Krise dieses Land nicht nur führen konnte, sondern dass er dafür gesorgt hat, auch das haben so viele vergessen, dass wir gut durch den damaligen Winter gekommen sind. Wir haben mit dem Heizungsgesetz, jetzt wurde es nachgebessert, viele Gegenden, die das kommunal entsprechend auf den Weg bringen. Und wir werden, wie gesagt, weitere Fragen, Migrations-, Sicherheitsfragen, ja, wo für mich zum Beispiel auch wichtig ist, dass wir immer wieder deutlich machen, die Frage von Bekämpfung von Extremismus, Islamismus, die Frage von Sicherheit für uns, legale Migrationswege zu stärken und illegale Migrationswege einzudämmen, dass das kein Gegensatz ist zum Recht auf Asyl, sondern dass das zwei Seiten derselben Medaille sind. Humanität und Ordnung. Ja. Diese Kraft zu finden, dass ein liberaler Rechtsstaat beides benennen kann, dafür werben wir, dafür werbe ich hier auch bei den Vereinten Nationen, die Kraft zur Differenzierung und nicht das Plakative, die Welt ist nur schwarz oder weiß und am Ende wir gegen die, sondern das Miteinander, gerade das braucht es in diesen Krisenzeiten. Das war eine Werbung für die Grünen und für Robert Habeck. Fair enough. Vielen Dank nach New York. Der nächste Wahlkampf in Deutschland kommt ja bestimmt und dann reden wir über alle diese Themen. Dankeschön, Annalena Baerbock. Alles Gute, schönen Abend. Ja.